Burg Schöneck, auch Château du Schöneck, ist die Ruine einer Felsenburg auf dem Gebiet des französischen Orts Damboch im elsässischen Departement Bas-Rhin. Sie steht in etwa 380 Metern Höhe auf einem Ausläufer des Fischerbergs oberhalb des Wienecker Tals etwa 24 Kilometer nordwestlich von Hagenau. Sie gilt als besterhaltene Burgruine im Gebiet der in Frankreich so genannten Nordvogesen und steht seit dem 28. Dezember 1984 als eingeschriebenes Monument historique unter Denkmalschutz. Die vielteilige Gesamtanlage, deren Reste heute sichtbar sind, entstand im 15. und 16. Jahrhundert durch Erweiterung sowie Umbau einer mittelalterlichen Burg des 13. Jahrhunderts. Von letzterer sind noch Mauerreste aus Bossenquaderwerk und glatten Haussteinen vorhanden, die Mehrheit des erhaltenen Bausubstanz stammt jedoch aus späteren Bauphasen. Das Areal ist jederzeit frei zugänglich und von der Oberburg ergibt sich ein weiter Blick ins Wienecker Tal und zur Burgruine Wieneck. Über die Gründungszeit der Burg Schöneck sind keine Dokumente erhalten, so dass es über jene Zeit keine gesicherten Erkenntnisse gibt. Erste urkundliche Erwähnung findet die Anlage im Jahr 1287, als der Straßburger Bischof Konrad III. Von Lichtenberg die Einführung einer Sondersteuer rechtfertigte, um unter anderem seine verpfändete Burg Schöneck auslösen zu können. Publikationen erwähnen zwar für das Jahr 1282 die Zerstörung einer Burg namens Schonecke durch König Rudolf von Habsburg wegen Raubritterei, jedoch handelte es sich bei der zerstörten Anlage um die mittelrheinische Burg Suneck. Schöneck könnte jedoch wesentlich älter sein als die urkundliche Erstnennung und anfänglich nur aus Holzbauten bestanden haben. Durch Architekturvergleiche kann ihre älteste erhaltene Bausubstanz aus Stein auf etwa Mitte des 13. Jahrhunderts datiert werden. Schöneck zählt damit zu den ältesten Burgen der Nordvogesen. Am 21. März 1301 belehnte Bischof Friedrich I. von Lichtenberg seinen Neffen Johann I. von Lichtenberg mit Schonecke an dem Warsichen. Es blieb in der Folge als Lehen des Bistums Straßburg bei den Herren von Lichtenberg und ihren Rechtsnachfolgern. In der Herrschaft Lichtenberg war die Burg dem Amt Wörth zugeordnet, das im 13. Jahrhundert entstanden war, und bildete dort eine eigene Büttelei. Die Burg diente zur Sicherung der Straße gen Süden in Richtung Hagenau. Die Lichtenberger vergaben die Anlage als Afterlehen an die Straßburger Familie von Schöneck. 1335 wurde eine Landesteilung zwischen der mittleren und der jüngeren Linie des Hauses Lichtenberg durchgeführt. Die Burg fiel dabei an die Nachkommen des früh verstorbenen Johann III. von Lichtenberg,
welche die mittlere Linie des Hauses begründeten. Von 1354 bis 1362 diente sie Sigmund von Lichtenberg, dem Bruder von Bischof Johann von Lichtenberg, als Wohnsitz. Anschließend ließ sie Friedrich von Blankenheim in der Zeit von 1375 bis 1390 instand setzen. Als die Brüder Jakob und Ludwig von Lichtenberg den Familienbesitz im Jahr 1440 untereinander aufteilten, ging die Burg Schöneck an Jakob. In dem latenten Streit zwischen den beiden Brüdern besetzte 1464 Pfalzgraf Friedrich I. die Anlage mit der Begründung, Jakobs Verwaltung schade den Interessen der Lichtenberger. Als diese 1480 mit Jakob von Lichtenberg ausstarben, wurde das Erbe zwischen seinen beiden Nichten Anna und Elisabeth geteilt. Das Amt Wörth und damit auch die Burg Schöneck kam dabei über Elisabeth an deren Ehemann Simon IV. Wecker von Zweibrücken-Bitsch. Nach 1480 erfolgte unter den Grafen von Zweibrücken-Bitsch ein Ausbau der Burganlage in Formen der Spätgotik und der Renaissance. 1488 erlosch mit dem Tod Kuno von Schöneck auch diese Familie. Noch im gleichen Jahr wurde die Burg vom pfälzischen Kurfürsten Philipp eingenommen. Er sicherte sich damit für die nachfolgenden Jahre ein Öffnungsrecht an der Anlage. Reinhard von Zweibrücken-Bitsch vergab Burg und Herrschaft 1517 als Lehen an den Ritter Wolf Eckbrecht von Dürckheim. In der Lehensurkunde wurde Schöneck als verfallenes Schloss bezeichnet. Erzbischof Wilhelm von Hohnstein machte seinem neuen Lehensmann deshalb die Auflage, die baufällige Burg umfassend instand zu setzen. Wolf Eckbrecht war 1517 aber nicht der einzige Lehensnehmer, denn er schloss in jenem Jahr einen Burgfrieden mit seinem Schwager Friedrich Steinhäuser zu Neidenfels. Unter Kuno Eckbrecht von Dürckheim erfolgte zwischen 1545 und 1547 eine Modernisierung der Anlage in erster Linie, um sie an die Gegebenheiten moderner Feuerwaffen anzupassen. Als die Grafen von Zweibrücken-Bitsch 1570 ausstarben, kam Schöneck an die Grafen von Hanau-Lichtenberg. Während des Dreißigjährigen Kriegs diente die Burg als Zufluchtsort der Bewohner aus den umliegenden Dörfern, danach wurde sie bedeutungslos. Dies machte sich unter anderem daran bemerkbar, dass die Burgbesatzung aus nur noch 4 Männern bestand. 22. März 1663 zerstörte ein Waldbrand größtenteils die Burggebäude, die Grafen von Hanau-Lichtenberg weigerten sich aber, ihren Lehensnehmern die geforderten 100 Silberekü für den Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen. Wolf Friedrich von Dürckheim war nicht nur Gouverneur der Grafen von Sponheim, sondern auch Colonel im pfälzischen Regiment Isenburg. Während des Holländischen Kriegs wurden deshalb 1675 Soldaten dieses Regiments auf der Burg Schöneck stationiert, um französische Truppen abzuwehren.
Ein erster Eroberungsversuch der Franzosen unter dem Befehl von Nicolas de Boutroux, Marquis de Beaubrun, konnte so 1676 zurückgeschlagen werden. In den folgenden 4 Jahren suchte die Bevölkerung der Umgegend immer wieder Zuflucht vor feindlichen Soldaten in der gut befestigten Anlage, die allen französischen Angriffen standhalten konnte. Als Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz die Regimentssoldaten jedoch abgezogen hatte, kam es im Jahr 1680 zu einer Belagerung der Burg, die am 29. April des Jahres erfolgreich war. Die Besatzer schleiften die Anlage wie so viele andere Burgen im Wasgau und sprengten sie im November 1680. In der Folgezeit verfiel Burg Schöneck zusehends. Nach dem Tod des letzten Hanauer Grafen fiel Erbe und auch die Burg Schöneck 1736 an den Sohn seiner einzigen Tochter Charlotte, den Erbprinzen und späteren Landgrafen Ludwig IX. Von Hessen-Darmstadt. Während der Französischen Revolution wurde die Ruine konfisziert und zu Nationaleigentum erklärt. (1881) nahm die Gesellschaft für die Erhaltung der historischen Denkmäler im Elsass umfangreiche Sanierungsarbeiten an der noch erhaltenen Bausubstanz vor. Nachdem 1953 weitere Erhaltungsmaßnahmen stattgefunden hatten, wurden zwischen 1981 bis 1984 3 Ausgrabungen durchgeführt. Dabei wurde nicht nur der Eingangsbereich der Burg samt Bastionen und Burggraben freigelegt, sondern auch ein Bauteil aus dem Jahr 1676 gefunden. Der im Oktober 2000 gegründete Verein Kann-Ulmer Grön hat sich zur Aufgabe gemacht, die Erhaltung der Burgruine zu fördern und ihre Erforschung voranzutreiben. Dabei steht nicht nur die Sicherung Schönecks auf dem Programm des Vereins, sondern auch ihr teilweiser Wiederaufbau. Eigentümerin der Burg und des umgebenden Waldgebiets ist die Familie Pimodan.